Ja Leute, willkommen in neue Ausgabe Roli backt und kocht. Was machen wir heute? Ich habe da schon mal was vorbereitet und zwar das hier. Pizzateig. Selber gemacht. Italienischer Pizzateig nach Originalrezept. Leute, ein absoluter Hochgenuss. Gelingt garantiert immer. Könnt ihr praktisch nichts falsch machen und schmeckt auch noch besser als der gekaufte. Gekauft nehmen wir nur für Notfälle. Ja? Ansonsten machen wir den selber, weil grandios. Den Teig hier machen wir heute mit dem halben Hefewürfel und 550 Gramm. Die genauen Zutaten, was da alles braucht, steht unten drin. Es sind extrem wenig Zutaten und Leute, glaubt mir, mehr Zutaten braucht ein guter Pizzateig nicht. Wer euch erzählt, da muss noch was anderes rein. Nein, vergesst's, macht ihn einfach so. Ihr werdet begeistert sein. So, ihr seht hier schon das Ergebnis. Gehen wir in die Küche, machen wir unseren Pizzateig. Ja Leute, Pizzateig steht an. Super lecker, super einfach. Zuerst nehmen wir mal das Mehl, haben wir vorher abgewogen, geben wir in die Schüssel. Dann kommt das Salz dazu. So für 550 Gramm Mehl empfiehlt sich hier ein Esslöffel Salz. Ich habe ja einen ziemlich kleinen, so Schöpflöffelchen, muss ich ein paar Mal öfter schöpfen, aber mit einem Esslöffel Salz kommen wir da für den Teig ziemlich gut hin. Ihr könnt auch 1,5 nehmen. Dann nehme ich mir das Wasser und kippe da fast alles rein, lass aber einen schönen Schluck, so 70, 80 Milliliter in meinem Gefäß und da brösel ich jetzt die Hefe rein. Ihr könnt nehmen in einen halben Würfel frische Hefe oder eine Packung Trockenhefe. Und damit die Hefe was zum Arbeiten hat, müssen wir jetzt hier noch ein bisschen Zucker dazugeben, damit sich die auch wirklich schön an der auslassen kann. Und dieses Hefegemisch, das lassen wir jetzt mal ein bisschen ruhen. Die Hefe braucht jetzt schon mal Zeit zum Arbeiten. Also 15 Minuten ungefähr. Das Wasser sollte lauwarm sein, das ihr benutzt. Steht auch unten in den Kommentaren. Und dann wird es nämlich so leicht schaumig und sprudelig. Und das zeigt uns, dass die Hefe jetzt wirklich aktiv ist. Und dann geben wir diese Hefemischung damit rein. An unsere Küchenmaschine machen wir dran einen Knethaken. Leute, das ist eine 1A Küchenmaschine hier. Wer daran Interesse hat, ich schreibe unten mal noch einen Link rein und verlinke euch hier oben mal noch so eine kleine Vergleich, den ich da gemacht habe. Und ja, das Ganze verkneten wir jetzt dann eben einfach. Und wichtig bei diesem Pizzateig ist wirklich, je mehr ihr knetet, desto besser wird das Ganze. 20 Minuten, Leute, solltet ihr den Teig wirklich kneten. Der wird ja richtig schön geschmeidig. Da klebt auch kaum mehr was in der Schüssel drin. Und dann formen wir den Teig hier zu einer schönen Kugel. Kann man ruhig ein bisschen platt drücken, weil meine Schüssel hier ist sehr groß. Und so schaut das Ganze dann aus. Und jetzt wird das Ganze mit einem Geschirrtuch abgedeckt. Warum? Damit die Hefe nicht austrocknet, damit es innen schön feucht bleibt und damit die Hefe dann auch wirklich Zeit hat zum Arbeiten. Wir warten, bis sich der Teig verdoppelt hat, so eine gute Stunde, 1,5, und dann sieht man schon, dass der Teig richtig schön aufgegangen ist. Die Arbeitsfläche hier bemehle ich mir und dann hole ich mir den Teig schon mal aus der Schüssel raus. Und jetzt wird er einfach ganz kurz mit den Händen nochmal so ein bisschen durchgeknetet und durchgewalzt. Das reicht eigentlich, und wenn man das dann durchgearbeitet hat, nochmal den Teig, dann nehme ich hier so ein Teigkärtchen, ihr könnt auch ein scharfes Messer nehmen und teile mir den Teig in 4, ja, mehr oder weniger gleich große Stückchen. Sagt euch, reicht für 4 Personen, heißt 4 Pizzen, und die Portionen, die wir da rausbekommen, reichen wunderbar. Bisschen Mehl nochmal drauf, nochmal das Geschirrtuch drüber und wir warten nochmal, damit sich der Teig nochmal entspannen kann, und jetzt geht er nochmal so richtig schön auf. Ja Leute, was soll ich sagen? Habe ich euch zu viel versprochen? Schaut euch das an. Herrlicher Pizzateig, also wirklich grandios gelungen, und der schmeckt auch wirklich ganz hervorragend. Den könnt ihr jetzt ganz einfach auswalzen und dann als Pizza belegen, wie ihr wollt. Pizzasauce machen wir vielleicht demnächst mal als Rezept. Heute soll es ja nur um den Teig gehen. Ihr könnt da die Hefemenge auch noch reduzieren. Wenn ihr wenig Zeit habt, nehmt ihr mehr Hefe. Habt ihr zum Beispiel 24 oder sogar 48 Stunden Zeit, reduziert ihr die Hefe eben entsprechend runter. Ich schreibe euch auch dazu mal noch was unten in die Infobox. Dann hoffe ich, euch hat das Rezept hier heute gefallen und ihr probiert den Pizzateig mal aus, weil ich sage euch, das lohnt sich mal richtig dicke. Der ist wirklich gut. Und danke fürs Zuschauen hier bei Roli backt und kocht und bis zum nächsten Mal. Ciao!